Mein Name ist Christina Jurek und heute möchte ich euch zeigen, wie man einen einzelnen Baum im Aquarell malt. Ich habe hier schon eine kleine Skizze einmal vorbereitet, weil es ist gut, sich ein bisschen vorab klar zu machen, wo denn unser Licht herkommt. Weil ein Baum definiert sich auch ein bisschen durch Helligkeit und Dunkelheit. Wenn ihr beides drin habt, dann bekommt dieser Baum mehr Volumen und wirkt dreidimensionaler. Ihr seht, ich habe hier die Sonne ein bisschen eingezeichnet, hier oben links. Mein Licht kommt von links. Dann mache ich den Baum hier etwas heller und auf der Schattenseite, also rechts vom Baum und unterhalb, ein wenig dunkler. Wenn ihr mit Aquarell beginnt, wird es sicher leichter sein, ein bisschen vorzuzeichnen auf eurem Papier. Da gibt es mehr Sicherheit. Ihr könnt auch direkt mit dem Pinsel reingehen. Aber wenn man ungefähr weiß, was wohin kommt, dann kann man sich viel mehr auf die Farbe konzentrieren. Ich zeichne hier die Grundformen ein bisschen ein von der großen Masse meines Laubes. So ganz grob. Ich muss jetzt nicht jedes Blatt zeichnen und ich werde auch nicht jedes Blatt malen. Es geht darum, ein schönes Symbol eines Baumes zu malen. Es muss jetzt keine Porträtstudie sein und vor allem ganz wichtig, nicht jedes Blatt. Weniger ist oft mehr und Andeutung lässt auch ein bisschen Raum für den Betrachter, für seine Fantasie. Wenn ihr zu viel verratet, dann wirkt das Bild vielleicht ein bisschen langweilig. Ich setze hier noch einen kleinen Baum daneben, dann wird die Komposition ein bisschen lockerer. Ich achte darauf, dass zum Beispiel dieser Büschel ein bisschen weiter rausgeht, wie jetzt dieser Büschel. Also die Form geht nach innen, nach außen, nach innen, nach außen. Der Baum ist hier etwas höher als auf dieser Seite und auf der rechten Seite komme ich hier ein bisschen weiter raus als links. So, jetzt gehen wir mal in die Farbe. Meine persönliche Lieblingsgrünmischung ist Quinacridon Gold. Das ist ein ganz warmes Gelb. Also nicht mit Gold zu verwechseln, das gibt es auch auf dem Markt. Quinacridon Gold ist diese Farbe hier, schon fast ins Orange gehend. Und das andere ist Ultramarin. Das haben wir hier oben. So, ich zeige euch die beiden mal auf der Palette. Jetzt kann ich hier auch eine Mischung machen von beiden. Ich kann beide auf der Palette zusammenmischen. Ich zeige euch das mal kurz hier auf der Seite ein bisschen. Ja, dann bekomme ich schon ein sehr schönes Grün. Ich bevorzuge es persönlich, die Farben auf dem Papier ineinander laufen zu lassen, weil dann die einzelnen Töne, das Gelb und das Blau, eine lebendigere Fläche geben, als wenn ich die Farben hier auf der Palette mische. Ihr seht, ich bekomme hier ein einheitliches Grün. Und jetzt nehme ich klares Wasser, tauche es in mein Quinacridon Gold und nehme nur einen ganz kleinen Tick hier von dem Blau dazu. Ich nehme den Pinsel parallel ein bisschen zum Papier, um mir die Struktur des Papiers zunutze zu machen. Ich habe jetzt hier ein Arches Feinkorn und hier lasse ich ein bisschen mehr Blau reinlaufen. Es ist auch ein Vorteil dieses Flachpinsels. Ich kann eine Ecke mit Gelb beladen und ich kann die andere Ecke mit Blau beladen und so kann ich auch, während ich gehe, den Pinsel drehen und wenden und bekomme verschiedene Farben. Und so wird das Ganze sehr schön variiert. Ich wasche den Pinsel nochmal aus, weil ich jetzt nur wieder etwas Gelb haben möchte. Gerade am Rand von den Bäumen sieht man ja eher einzelne Blätter und während ich in die Mitte vom Baum komme, habe ich mir eine Masse von Blättern. Und so forme ich den Baum von oben nach unten, weil mein Blatt liegt ein ganz bisschen schräg auch. Also die Farbe läuft natürlich aufgrund der Schwerkraft nach unten.
Wenn es zu sehr läuft, habe ich zu viel Wasser. Es bedarf etwas der Übung, dieses richtige Mischungsverhältnis herauszufinden, wie viel Wasser ist im Pinsel und wie viel Pigment. So, jetzt bin ich hier auf gleicher Höhe, damit der Baum wieder etwas nicht so symmetrisch aussieht, ziehe ich ihn hier nochmal ein bisschen herunter. So, da ist es, glaube ich, jetzt langsam trocken. Da kann ich noch mal ein bisschen dunkler hineingehen. Je dicker ich die Farbe haben möchte, desto trockener muss der Pinsel sein. Ihr seht, es ist noch feucht, es verläuft, aber nicht sehr weit, weil der Pinsel sehr, sehr trocken ist. Also es ist jetzt trocken auf nassem Papier. Ich kann hier und da immer noch ein paar Dunkelheiten reinsetzen, wenn ich noch ein bisschen variieren möchte. Und die gleiche Farbe, die ich jetzt oben habe, bringe ich auch schon ein bisschen in meine Wiese. Der Baum muss ja auch irgendwo wachsen. So, noch einmal Quinacridon pur hier hinein, damit sich der gleiche Ton, der hier oben ist, auch in der unteren Bildfläche wiederholt. Das ist auch so eine Grundregel in der Malerei. Es schafft Harmonie, wenn ich die Farben wiederhole. So, und jetzt kann ich auch noch ein bisschen, um noch ein bisschen Struktur hier in meine Fläche reinzubringen, noch ein bisschen spritzen. Das ist auch ganz gut, wenn man das so ein bisschen vorher übt und vielleicht nicht die neuesten Klamotten anhat, weil es geht oft sonst wohin, nur nicht da, wo man es haben will. Ich halte hier meinen Finger und gehe mit dem Pinsel, den haue ich praktisch auf meine Finger. Also bitte nicht so rum, weil sonst habt ihr das im Gesicht. Das ist nicht so dekorativ. Und gerade wenn es zu weit spritzt, muss ich den Pinsel wieder etwas trockener machen. Es gibt auch natürlich verschiedene Pinsel, die auch unterschiedlich spritzen. Am besten kann das mein alter Schrubbelpinsel. Der hat nämlich nicht mehr so eine lange Spitze und spritzt dadurch auch nicht so weit. Das ist ein abgearbeiteter Rundpinsel, den ich hier habe. Und gerade an den Rändern noch ein paar Spritzer. Und das Ganze ist noch etwas aufgelockert. So, jetzt könnte ich hier oben zum Beispiel, wo ich die Dunkelheit habe, schon ein bisschen kratzen. Ich schaue noch mal eben, halt so ein bisschen schief, wie feucht ist es. Es ist noch fast ein bisschen zu feucht. Kleinen Moment muss ich noch warten, sonst bekomme ich einen dunklen Strich, den ich nicht möchte. Hier unten ziehe ich gerade mal ein bisschen Farbe schon heraus in den Stamm. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, die Dinge anzugehen. Ich kann den Stamm jetzt auch mit dunklerer Farbe reinmalen, aber gerade Kratzen ist ein sehr schöner Effekt. Ihr seht, es kommt auch so ein bisschen, die Farbe scheint noch ein bisschen durch. Ich muss immer mal Lücken lassen zum Kratzen, weil ich habe ja hier wieder einen Büschel, der vorne hängt. Ich habe Laub, was dahinter ist, Laub, was vorne hängt, und da wird natürlich dann die Äste werden unterbrochen. So, lassen wir hier mal einen rausgehen. Und hier höre ich auf soweit. Falls eine Stelle jetzt zu dunkel geworden ist, wie die zum Beispiel, die ich gerne wieder etwas heller hätte, dann nehme ich es ein bisschen wieder heraus mit einem Pinsel. Ich nehme ein Kleenex in die Hand, mache den Pinsel relativ trocken und ziehe das vorsichtig hier etwas heraus. Und gehe mit ein bisschen Gold, auch sehr relativ trocken, wieder ein bisschen hinein. Und jetzt habe ich hier wieder ein bisschen Licht. Genauso kann ich auch etwas dunkler werden und lege beispielsweise hier hinter meinem Stamm noch ein bisschen Dunkelheit hinein.
Auch das drückt das Laub wieder etwas nach vorne. Wenn ich es an einer Stelle mache, mache ich es meistens an der anderen Stelle auch noch ein bisschen. Auch wieder unsere Wiederholung. Ein bisschen hier unten hinein ins Gras, ein paar Dunkelheiten einsetzen. So, ich denke, das reicht schon. Immer diesen Spruch im Hinterkopf, weniger ist mehr. So, hier ist wieder unsere Maulspachtel. Auch hier ein paar Gräser. Das ergibt dann eine negative Form. Dadurch, dass ich Rechtshänder bin, wachsen sie immer von links nach rechts. Ich tue mich immer etwas schwer in die andere Richtung, aber das macht ja nichts. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen an unserem Stamm arbeiten, weil hier unten ist er ja noch nicht fertig. Da wechsle ich jetzt mal zu einem Rundpinsel und nehme noch ein bisschen Sienna gebrannt dazu und mische da ein bisschen Ultramarin herein, sonst wird es mir zu rötlich. Auch sehr trocken diese Farbe. Und ziehe das jetzt ein bisschen hier auch wieder übers raue Papier. Wenn ich Struktur auf der Rinde haben möchte, wie ihr seht, immer parallel zum Papier. Sobald ich mit der Spitze vorne reingehe, die Spitze geht in die Vertiefungen vom Papier und füllt sie aus. Da bekommt ihr diese raue Struktur nicht. Das ist noch ein Rundpinsel mit einer schönen Spitze. Soweit macht er meine kleinen Äste auch ganz gut. Aber Vorsicht, dass ihr nicht zu große Pinsel nehmt und die Äste zu dick werden. Jetzt ist mir dieser Übergang hier noch ein bisschen zu hart. Ein bisschen klares Wasser, ein bisschen weicher machen, dass es hier hineinläuft. Spachtel, noch ein paar Gräser über den Stamm, dass er auch in der Erde wächst und ihr nicht so eine harte Kante darunter habt. Hier oben ist es noch ein bisschen feucht, da kann ich jetzt noch keine dunklen Äste reinziehen. Ich müsste es jetzt kurz föhnen und dann mache ich noch mal ein paar kleine Äste hinein. So, da bin ich wieder. Das Bild ist trocken. Jetzt habe ich zu einem Schlepperpinsel gewechselt. Das ist ein ganz dünner Pinsel mit der langen Spitze. Und jetzt kommen nur noch ein paar kleine Äste und dann haben wir unseren Baum schon. Die kann ich jetzt auch mal hier raushängen lassen. Manche Äste sind ja auch schon ohne Laub. Oder hier auch noch mal einen dunklen reinlegen. Einen vielleicht hier oben herauswachsen lassen. Immer versuchen, die Dinge nicht zu gleichmäßig zu machen. Das heißt links, rechts. Schön variieren, damit es nicht langweilig wird und spannend bleibt. Auch noch ein paar dunkle Gräser hier unten. Et voilà. Fertig ist der Baum. Schnitt, Cut. Cut.